Moritz und ich, wir wollen euch heute erklären, was ein Bioreaktor eigentlich ist und was wir bei BISI mit unseren Bioreaktoren, die wir im Hintergrund da sehen, so produzieren können. Also einfach erklärt ist ein Bioreaktor ein Gefäß, in dem man Zellen unter kontrollierten Bedingungen anzüchten kann. Und bei den Zellen kann es sich um Bakterienzellen handeln oder wie in unserem Fall um Hefezellen. Also wir arbeiten mit einer Hefe, die heißt Bicher pastoris. Wozu macht man eigentlich eine Fermentation? Also die Produkte können sehr vielfältig sein. Einerseits können die Zellen selbst das Produkt sein. Ein bekanntes Beispiel aus dem Alltag wäre die Bäckerhefe Saccharomyces cerevisiae. Die wird im Bioreaktor kultiviert und kommt dann in Form von diesen Germwürfeln in den Supermarkt und wird dort verkauft. Es gibt aber auch eine ganze Palette an Stoffwechselprodukten, die die Zellen für uns produzieren und die wir nachher ernten können. Wie schon erwähnt, wir arbeiten mit der Hefe Bicher pastoris und wir produzieren vor allem Proteine und Enzyme. Proteine sind riesige Eiweißmoleküle und Enzyme sind Proteine, die zusätzlich noch eine biokatalytische Funktion haben. Ja, wie ist jetzt so ein Bioreaktor überhaupt aufgebaut? Im Prinzip besteht er aus zwei Hauptkomponenten. Das eine ist die Steuereinheit, die ist computerbasiert und über den Computer wird der Prozess im Bioreaktor geregelt. Der zweite Hauptteil ist das Kulturgefäß, also der Bioreaktor selbst. Der besteht einerseits aus dem Gefäß, in unserem Fall ist es ein Glasmantelbioreaktor, in dem dann das Medium reinkommt und in dem die Zellen dann anwachsen. Der zweite Teil ist der Deckel, in dem eigentlich die wichtigsten Steuerelemente eingebaut werden. Ja, und wie ich schon vorher erwähnt habe, versuchen wir oder regeln wir Prozessparameter während dieser Kultivierung. Und ich möchte jetzt auf die wichtigsten drei Parameter ein bisschen eingehen. Das wäre einerseits die Temperatur, der pH-Wert und der gelöste Sauerstoff. Wie regeln wir jetzt einmal die Temperatur? Es gibt einen Temperatursensor, der wird in den Deckel eingebaut. Wenn Bicher pastoris im Medium wächst, dann wird Wärme produziert und zusätzlich durchs Rühren im Bioreaktor wird auch Wärme produziert, wodurch die Temperatur im Laufe der Fermentation ansteigt. Das heißt, wir müssen durch Kühlung gegensteuern. Wenn der Temperatursensor jetzt eine Temperatur über der gewünschten Temperatur, sagen wir mal 28 Grad, wahrnimmt, dann wird über eine Pumpe kaltes Wasser in den Glasmantel eingeleitet. Das ist ein doppelter Glasmantel, wo das kalte Wasser durchströmt und somit das Medium gekühlt wird. Das nächste, das wir kontrollieren, ist der pH-Wert. Und kontrolliert gemessen wird der pH-Wert über die pH-Elektrode. Wie bei der Temperatur hat Bicher pastoris auch einen optimalen pH-Bereich, wo es gut wachsen kann. Und wir kultivieren normalerweise im leicht sauren Bereich, also bei pH 5 bis pH 6. Jetzt, wenn Bicher wächst, produziert Bicher saure Stoffwechselprodukte, wodurch im Laufe der Kultivierung der pH fällt. Das heißt, wir müssen wieder gegensteuern und das passiert, indem wir Base zupumpen. Und der dritte Parameter, den wir messen, das ist der Gelöstsauerstoff mit Hilfe dieser Sauerstoffelektrode. Die wird auch in den Deckel eingebaut. Wie kann man jetzt den Gelöstsauerstoff kontrollieren? Prinzipiell wird er dazu gepumpt über den sogenannten Sparger. Die zweite Möglichkeit, den Gelöstsauerstoff zu verbessern, ist durchs Rühren. Das heißt, wenn Luftblasen in den Bioreaktor reinkommen, sind sie relativ groß und durchs Rühren kann man die Luftblasen verkleinern, wodurch auf die Oberfläche erhöht wird und wodurch mehr Sauerstoff ins Medium übergeht. Hier können wir jetzt einen betriebsbereiten und zusammengebauten Bioreaktor sehen. Der Gasflow ist bereits eingeschaltet. Man kann eben sehen, dass die Gasblasen aufsteigen, ohne es im Medium verteilt zu werden. Durch Einschalten des Rührers werden nun einerseits die Gasblasen zerkleinert, aber auch im Medium homogen verteilt, sodass eine ausreichende Sauerstoffversorgung für die Kultur vorhanden ist. Im Normalfall befüllen wir unseren Bioreaktor natürlich nicht mit Wasser, sondern mit einer Hefekultur, wie diese hier zum Beispiel. Nach getaner Fermentation wollen wir natürlich unsere Produkte gewinnen. Dazu nehmen wir diese Kulturen, trennen die Zellen vom Zellüberstand, wie hier zu sehen. Unten ist das Zellpellet, die Hefe zu sehen, oberhalb der Zellüberstand. Und je nach Art des Produktes verfahren wir dann weiter und arbeiten entweder mit dem Zellpellet oder dem Zellüberstand weiter.
Und in einigen Arbeitsschritten können wir dann ein finales Produkt gewinnen, wie in diesem Fall hier zum Beispiel 2 Enzymlösungen mit unterschiedlichen Färbungen. Und diese Färbung ist primär auf die Charakteristik vom jeweiligen Enzym zurückzuführen. Als finaler Schritt trocknen wir unsere Produkte noch häufig, was primär der Haltbarkeit des Produktes dient.